Diese Fläche wurde vor 2 Jahren neu angelegt mit einem Poa supina Samen. Diese Fläche hier wurde auch vor 2 Jahren nachgesät mit Poa supina. Und warum diese heute so aussieht, erfahrt ihr jetzt. Ja, ihr seht's, wir sind hier beim Alex und wir machen diese Fläche, die wir erst vor 2 Jahren nachgesät haben mit der Poa supina, die machen wir jetzt komplett neu. Doch warum? Ja, unsere Hoffnung war ja vor 2 Jahren, als wir die Poa supina mit einer Reinsaat nachgesät haben, war unsere Hoffnung, dass diese die Probleme mit den unterschiedlichen Gräsern, mit dem Ungras von der Poa trivialis, von der Poa annua einfach in den Griff bekommt. Und das war zumindest der Plan. Es sah ganz gut aus. Das erste Jahr braucht ja die Poa supina relativ lange, bis sie mal in die Gänge kommt. Und das zweite Jahr schiebt sie dann richtig an. Und es sah wirklich sehr gut aus. Allerdings jetzt müssen wir einfach sagen, die Poa supina hat den Kampf verloren gegen die Poa trivialis. Da haben wir ja mal ein Video gemacht über die Poa trivialis, wie brutal aggressiv dieses Ungras ist. Und da kann einfach eine neu angelegte bzw. nachgesäte Poa supina nichts mehr ausrichten. In einem richtig neu angelegten Rasen wie da drüben, da haben wir ja auch vor 2 Jahren eine komplett Neuanlage gemacht mit nur 5% Poa supina Anteil. Und da ist wirklich kein einziges triviales Gras drin. Da schafft die Poa supina es ohne Probleme, die trivialis und auch relativ gut die annua in Schach zu halten. Aber als Nachsaat hat es wirklich nicht funktioniert. Deswegen befinden wir uns hier jetzt auf einer komplett neuen Fläche. Ja, was haben wir gemacht? Es war ein sehr langer Weg. Alex hat sich auch überlegt, soll er den Weg gehen oder nicht. Aber letzten Endes hat er sich dann doch entschieden, alles neu zu machen. Ja, die Fläche wurde entfernt, die Trivialis-Fläche, das war wirklich Trivialis verseucht. Die Trivialis annua supina Fläche wurde komplett von Hand abgetragen, entfernt. Die Fläche konnte man richtig gut von Hand runterschälen, das war echt übel. Und ja, jetzt haben wir alles soweit eben gemacht und wir haben hier auch eine ganz spezielle Mischung genommen. Somewhere between the edge of being alive and feeling dead. This picture of us here, it's just like a rearview mirror right before the crash. Man, I hate this old love song, but I'm the fool who turns it on like it can change the past. I'm not sinking in the whiskey, sipping on our history. It's a whole lot worse than that. Since you makes dying less scary, digging up bones, better left buried, kicking them stones in love's cemetery. Wir haben diesmal eine richtig coole Mischung organisiert und besorgt. Und zwar ist das eine DIN-Mischung, die in Golfplätzen und Sportplätzen eingesetzt wird. Ja, wie gesagt, in Deutschland gibt es ja für alles eine Norm und auch dieser Aufbau ist genormt. Und hier haben wir ca. 70% Sand und 30% Humus. Davon sind dann um die 10% nochmal Rindenhumus. Ja, die
Mischung selber ist sehr sandlastig, wie ihr seht. Da ist wirklich richtig Sand drin. Die haben wir jetzt hier komplett gleichmäßig ausgebracht mit circa 3 bis 5 Zentimeter und haben vorher den Boden natürlich schön aufgelockert, so dass sich das Ganze auch etwas verbindet. Wir haben hier extrem lehmhaltigen Boden und dadurch, ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass die Bodenaktivität durch Regenwürmer, Käfer, Ameisen etc. das Ganze so gut vermischt, dass sich es irgendwann in den oberen 10 cm komplett schön verteilt hat. Und ich muss auch sagen, es ist für uns mal eine komplett neue Erfahrung. Wir haben seither die Poa supina immer angesät bei einem relativ stark lehmhaltigen Boden, sehr humushaltigen Boden auch und nie mit dem sandhaltigen Boden. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen es einfach mal probieren, wie auch hier die Poa supina sich macht. Kann sie sich etablieren? Ja, nein. Natürlich kann so ein Boden relativ wenig Wasser halten und auch relativ wenig Nährstoffe speichern. Deswegen, ich würde es euch vorerst mal nicht empfehlen. Lasst uns erstmal die Erfahrung sammeln, ob wir damit klarkommen oder nicht. Uns ist bewusst, dass wir hier regelmäßiger düngen müssen, auch etwas häufiger düngen müssen und natürlich auch häufiger bewässern müssen. Beim Vorbereiten der Fläche sind wir folgendermaßen vorgegangen. Wir haben erstmal die Rasendrahtschicht, den Dienaufbau komplett gleichmäßig verteilt, augenscheinlich verteilt, erstmal mit einem Rechen. Dann haben wir das Ganze, so gut es ging, mit dem Rasenrakel eben gemacht, auch wieder augenscheinlich, und haben dann das Ganze erstmal mit einer großen und schweren Walze eben gewalzt. Dann haben wir eigentlich schon gleich bemerkt, sind Unebenheiten drin oder nicht, und sind dann nochmals mit dem Rasenrakel drüber. Und da muss ich echt sagen, hat man richtig gut bemerkt, wo Ebenheiten drin sind, und man hat es alles schon richtig schön gleichmäßig hinbekommen. Allerdings ist der Rakel, das Rakel, die Rakel relativ klein von der Fläche, und deswegen sind wir dann nochmals mit einer Setzlatte drüber und haben das Ganze richtig schön planeben abgezogen, sodass man wirklich eine topfebene Fläche hat. Und ich muss echt sagen, das Ergebnis beeindruckt mich selbst. Wir haben uns selbst übertroffen, das sieht richtig gut aus, und ich werde ganz neidisch, denn meine Fläche ist nicht so schön eben. Deswegen, wir ziehen das jetzt voll ab, wir machen es weiter, und ich glaube, das wird richtig gut. Dann ist die Fläche soweit vorbereitet für den Samen. Dann kann man den Samen ausbringen. Auch hier wählen wir jetzt wieder unseren altbekannten und Rasensamen mit Poa supina. Da sind 3% Poa supina drin. Das ist bei einer Neuanlage vollkommen ausreichend. Mehr bedarf es gar nicht, weil auch wenig Pratensis und wenig Festuca drin ist. Da breitet sich die Supina richtig schön aus. Nach dem Samen, ja, werden wir nochmals eine kleine Schicht aufbringen von diesem Dienaufbau, von dem Sandgemisch, Sand-Humus-Gemisch. Und das werden wir mit dem Lenzi verteilen, damit wir einfach eine lockere, gleichmäßige Schicht oben drauf haben. Und dann heißt es eigentlich bewässern. Und dann war es das schon. Wir haben den Boden soweit ausgebracht, eben gemacht. Das Glas Wasser und die kurze Pause habe ich mir jetzt verdient. Ist doch wärmer geworden als gedacht, als angekündigt. Die Samen sind auch schon bereit. Doch bevor wir jetzt den Samen ausbringen, werden wir jetzt erstmal nochmals Bodenaktivator ausbringen. Denn wir haben, habe ich vorhin auch ganz vergessen zu erwähnen, wir haben, bevor wir die Rasentragschicht aufgebracht haben, haben wir nochmals Bodenaktivator ausgebracht. Richtig viel mit 200 Gramm pro Quadratmeter, damit einfach der Boden nochmal aktiviert wird, Regenwürmer angelockt wird und auch einfach das Bodenleben in Schuss kommt. Jetzt werden wir das Ganze nochmals machen mit ca. 100 Gramm pro Quadratmeter. Wie gesagt, steht auch schon alles da. Da nehmen wir dieses Mal den Eurogreen, den TerraCure. Ich habe ja wirklich bei mir jahrelang einen Oscorna verwendet. Der ist aber zum Ausbringen relativ schlecht. Das ist einfach Pulver
Und den, was wir jetzt haben, der ist granuliert und dadurch besser auszubringen. Ja, was machen wir dann? Der Starterdünger. Starterdünger kommt natürlich noch drauf, der viel Phosphoranteil drin hat, was wir auch in den ganzen Videos sagen, was sehr wichtig ist. Der wird auch noch ausgebracht und dann werden wir den Samen ausbringen. Beim Samen ausbringen bitte darauf achten, dass ihr, sage ich glaube in jedem Video, dass ihr den Samen gut durchmischt, vorher gut durchmischt, damit ihr keine Grüppchenbildung bekommt. Denn beim Lagern, beim Transport setzen sich die feinen Samen wie die Supina und Pratensis unten ab und die groben Samen wie die Lolium oben. Dann werden wir mit der Lancy, mit unserer Walze, wo aussieht wie ein Hasendraht, mit der werden wir dann nochmals eine ganz dünne Schicht Rasen, also ganz dünne Sandschicht ausbringen, damit der Samen bedeckt ist. Und dann werden wir wässern. Ja, und das war's. Und wir zeigen euch im Anschluss, nach meinem Gelaber, zeigen wir euch im Anschluss, wie sich der Rasen entwickelt hat, die nächsten Wochen und Monate. Denn das Ganze haben wir schon im Herbst 2021 gedreht. Und jetzt legen wir los. There's a wind and it's blowing. There's a current that's running deep. I can't see but I know it. That something's not what it's meant to be. Hearing brother against brother now. Anger grows on divided ground. Sometimes I think that I lost the sound of the calm inside of me. I wanna see love make a comeback. I wanna feel hope when it runs out. I wanna see everybody joining in until kindness wins again. I need to know peace is not defeated. I need to know hate won't bring us freedom. It doesn't matter where you've been. We'll see kindness win again. Tell me if I was falling, if I was down, would you even see? I'm so tired of calling out for someone to notice me. I've been down on my knees for so long, crying please. Where were you when I was hurting? Now that I pull back the curtain, I wanna see love make a comeback. I wanna feel hope when it runs out. I wanna see everybody joining in until kindness wins again. I need to know peace is not defeated. I need to know hate won't bring us freedom. It doesn't matter where you've been. We'll see kindness win again. Sieben Monate ist es her, als wir hier die Fläche eingesät haben. Und das Ergebnis ist wirklich, wirklich gut. Ihr seht, ich mähe gerade mit meinem Liberty. Ich habe noch eine Bahn, die mähe ich voll fertig und dann schauen wir uns den Rasen mal ganz genau an. Wie gesagt, 7 Monate ist es her. Wir haben jetzt Ende April 2022 und ich muss echt sagen, der Rasen hat sich sehr gut entwickelt. Er ist natürlich noch nicht perfekt. Es gibt ja keinen perfekten Rasen, aber er ist wirklich erst 7 Monate alt und bis der Rasen sich voll entwickelt hat, braucht er ja mindestens 2 Jahre. Und ich muss echt sagen, er sieht mega, mega gut aus. Wenn ihr jetzt irgendwo Blüten seht,
es ist natürlich ein Supina-Rasen. Wir haben momentan Blütezeit der Supina. Und auch hier ist die Supina, obwohl sie erst 7 Monate alt ist, schon in richtiger voller Blüte. Und ich muss echt sagen, ich finde den Rasen echt hübsch. Er sieht super aus, er ist super angewachsen, sehr trittfest, alles gut. Also richtig, richtig cool. Und da sieht man auch ganz klar wieder, es zahlt sich aus, wenn man beim Samen einen guten Hersteller nimmt und vor allem auch da nicht so auf das Geld achtet. Denn guter Samen, wir haben auch kaum nachsäen müssen. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Und da merkt man auch, dass die Keimrate deutlich höher ist als bei so Baumarktsamen. Deswegen kleiner Tipp von mir, achtet bitte immer auf einen guten Samen. Aber wie gesagt, schaut euch den Rasen an. Ich finde ihn cool. Jetzt heißt es einfach nur noch pflegen. Alex nimmt unseren Professional Supina Pflegeplan. Da einfach mal reinschauen, wenn ihr auch die Supina habt. Ansonsten ja, könnt ihr einen normalen Pflegeplan nehmen, die keine Supina beinhaltet. Ich würde sagen, Projekt erfolgreich. Eins wollen wir noch sagen, wir haben jetzt schon bemerkt, im April schon, dass der Rasen durch das Sandgemisch deutlich öfters und vor allem mehr Wasser braucht. Wir erhoffen uns und wir glauben auch, dass wir haben ja nur sehr wenig Sand aufgetragen mit ca. 3 bis 5 cm und wir glauben und hoffen, dass der Rasen in die tiefere Region vordringt, wo es dann wo es lehmiger ist, wo es etwas mehr Wasser gibt und dadurch wird sich das Problem auch erledigen. Aber ich hätte einfach gesagt, wir bringen immer wieder mal ein Update-Video, wie der Rasen sich so entwickelt. Auf jeden Fall sieht er echt gut aus. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, für euer Abo. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst ein Abo da, Like da. Und ich sage einfach bis die Tage, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.